Okay. Das ist die Brüheinheit von einer Saeco Moltio. Ich habe eigentlich nie wirklich vorgehabt, die immer zu zeigen, wie die zerlegt gehört und gereinigt, weil ich der Meinung war, es gibt genug Videos im Internet darüber. Ich bin jetzt aber eines Besseren gelehrt worden. Es gibt doch nichts für den Moltio, obwohl die eigentlich ziemlich bauchgleich sind. Doch explizit für das gibt es eben keins. Deswegen machen wir das Ganze mal jetzt ein Schritt für Schritt. Und ich zeige euch einmal, was man mit dieser Brüheinheit auch anstellen kann, einstellen, verändern kann. Das davon ist der Eingang vom Heißwasser. Der geht nicht so leicht raus, weil da eine Dichtung drin ist. Muss man ein bisschen ziehen. Und da kommt er schon, da ist die Dichtung. Ja. Und da haben wir die Feder. Und bei der Feder gibt es auch eine Kugel. Ja, das ist eine Einstellmöglichkeit. Mit dem kann man zum Beispiel den Wasserdruck einstellen. Zeige ich aber dann später. Jetzt haben wir hier die Nasal. Mit hinten und vorne gibt es. Mit beiden Händen einfach auf das Nasal drücken und mit dem Finger nach unten ziehen. Dann auf der anderen Seite die Nasal reindrücken und mit dem Finger nach unten ziehen. Und dann kann man das Ganze rausnehmen. Das ist ein ziemliches, also da ist sehr viel Dreck drinnen in dem Sieb meistens. Die Brühgruppe wurde aber schon bereits gereinigt. Wir zerlegen es jetzt ja nur. Das da meistens ist ziemlich braun und die Löcher sind dann zu. Und wenn ihr dann durch das Licht durchschaut, dann seht ihr eigentlich überhaupt nichts mehr. Und das gehört auf jeden Fall gereinigt. Genauso wie da. Sonst fließt einfach kein Kaffee. Dann haben wir hier, das da könnt ihr ruhig lassen, das ist egal. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Schrauben. So, jetzt sind die Schrauben offen. Und wenn wir da jetzt anziehen, geht dann das Ganze auseinander. So, da haben wir jetzt das obere Teil. Hier sind die Schienen, wo das Ganze läuft. Das sollte man ein bisschen einschmieren mit einem Fett oder was, damit es leichter läuft. Hier haben wir jetzt das Problem, dass das nicht rauskommt aus dem. Da muss dazu diese Schraube aufgemacht werden. So, die Schraube ist draußen. Dann gibt es hier noch einen Pin. Hier genau, der gehört da angehoben und dann gezogen. Einfach mit dem Schraubenzieher reingehen, mit dem kleinen und ziehen. Dann geht das auf. Da ist da die Dichtung und das ist dieser Pin. Da einfach da dazwischen rein und dann könnt ihr ihn ein bisschen anheben und dann das Ganze hinausziehen. Dann fällt das zweite Teil raus. Da haben wir jetzt den unteren Kolben. Das da ist normal, weil eben das Ganze mit Fett angeschmiert ist und da bleiben eben die Kaffeekörner drauf. Das kann man dann abwischen. Das ist jetzt der untere Kolben. Hier ist. Da kommt dann dieses Teil heraus. Wird aber nicht so leicht rauskommen, weil es auf das da drauf hängt mit dem Loch hier. Ja.
Um das da rauszubekommen, machen wir zuerst das drauf, hochziehen, das da wegbewegen. Dieses Rechteck, das kann ruhig fallen lassen, das andere auf der anderen Seite auch hochziehen, das Rechteck wegbewegen, auch fallen lassen und jetzt ist es ganz leicht, das Ganze wegzudrücken. Es ist einfach easy. Rein, raus. Okay. Wichtig ist euch nur das zu merken, wo diese Zähne sind, die gehören in den Motor hinein. Okay, das heißt, das gehört so in die Maschine hinein mit den Zähnen. So, jetzt kommen wir zu dem Stück. Das ist hier offen und da muss man einfach nur ein bisschen anziehen und das Ganze kommt heraus. Wichtig ist, wenn man den Kolben wieder reingibt, auf die Seite ist eine größere Öffnung, wenn man das umdreht, ist eine kleinere Öffnung. Die größere Öffnung muss nach innen zeigen und dieser Stift geht da hinein und wird dann durch Druck wieder hineingepresst in diese Halterung. So, jetzt ziehen wir den Kolben raus. Da kommt er schon. So. Da gibt es nämlich auch Löcher. Die sind alle frei. Er wurde schon gereinigt. Mit dem sind vielleicht 2 oder 3 Kaffee runtergefallen, also runter gemacht worden. Und ja, das war's dabei. Ein Kolben wird gereinigt. Ich mache das meistens mit einer Zahnbürste. Zum Beispiel mit so einer Zahnbürste mache ich das einmal alles rein und dann können wir das schon wieder zusammenbauen. Das ist der Kolben. Jetzt schieben wir das Ganze wieder rein. Die große Öffnung schaut zu dem hin. Da ist die Öffnung schon. Dieses Teil, wenn ihr das verkehrt reingibt und versucht es zu bewegen, wird das nicht funktionieren gescheit. Seht ihr, wenn ich das jetzt verkehrt reingebe, tut er sich schwer. Ihr kommt da nicht wirklich rein, weil das da das Nase ist. Das heißt, ihr könnt es nicht wirklich schlecht zusammenbauen oder falsch. So, das ist jetzt im Kolben. Jetzt gehört es nur da reingedrückt. So halten und drücken. Klack. Und drin sind wir. So. Jetzt ist wichtig zu wissen, das da ist nach vorne. Das heißt, so schiebe ich es in die Maschine hinein. Hier muss auf jeden Fall dann auch dieses die Zähne müssen auch da in dieser Richtung sein. Das heißt, so einbauen. Nicht so. So muss es eingebaut werden. Also schieben wir das Ganze wieder da durch. Jetzt ist es drin. Das sind diese Abstandhalter. Die kommen da so hineingelegt. So ist am einfachsten. Da drauf drücken mit dem Finger, das hochziehen und hineindrücken. Andere Seite. Das da wieder rein tun, bewegen, das Ganze hochheben, das reindrücken und ist schon drin. Und wenn ihr schaut, so schiebt man das in die Maschine hinein.
Das ist der Auslauf und hier sind auch die Zähne für den Motor, der das Ganze dreht. So, dann haben wir das eine Teil. Das legen wir da so drauf. Schauen, dass man da reinkommt in das Loch. Dieses Loch hier. So, und das Ganze bewegt sich schon. Da hinein in diese Spuren, was die hat. Das nächste, was wir machen, ist wir geben das da hinein. Wir brauchen es nur reindrücken. Das rastet ein. Dann drehen wir das Ganze um und schrauben das da ein. So, es ist zu. Dann nehmen wir das zweite Stück, legen es dann wieder übereinander. Achten darauf, dass das Ganze in die Führungen reinkommt. Meistens ist dann hier so ein bisschen ein Problem, weil das Stück da nicht reinkommt. Das da. Dann müssen wir das dann ins Loch hineinschieben und auf der anderen Seite wieder drücken. So. Seht ihr, da, das Zapferl müsste da rein, deswegen geht es nicht. Das heißt, wir drücken das Ganze so in diese Richtung, bis es da in den Zapferl reinkommt. So, jetzt ist es drin und jetzt ist auch die Einheit komplett hinein. Jetzt schrauben wir das an. Ihr müsst es ja nicht super fest, ja? Nicht vergessen, das ist Plastik. Es reicht, wenn es schon leicht aufhört, also leicht schwer wird, dann kann man schon aufhören, weil ihr habt ja vor, das öfters zu machen. Ne? So, das ist jetzt so. Dann haben wir da das nächste. Darauf ist jetzt zu achten. Das ist die Innenseite. Das ist die Richtung, wo die Maschine hineinkommt. Also muss diese Öffnung auch Richtung Maschine gehen. Bevor ihr das einbaut, schaut euch zuerst das an. Wenn ihr das so reingibt, ist okay. Wenn ihr das so reingibt, wird es schwierig. Das schaut dann nicht mehr so schön raus. Das heißt, einmal verdrehen, dann seht ihr das eh. Das schaut schön aus. Okay, das wird dann angeschraubt und es muss dann in diese Richtung schauen. Aber was ich euch noch zeigen wollte ist, Moment kurz, jetzt kommen wir zu dem Feder und die Kugel. Ja? Was kann man mit der machen? Mit der kann man den Wasserdruck verstellen. Wie äußert sich das? Wenn zum Beispiel jetzt ihr lasst den Kaffee runter und der schmeckt so schwach, also wenn ihr auch viel Kaffee reingibt, also die Kaffeemenge vergrößert und so weiter und der Kaffee trotzdem schwach schmeckt und dann auch noch zusätzlich zeigt sich das Ganze durch, dass auch die Crema ziemlich wenig ist, dann ist es einfach so, dass es viel zu wenig Wasserdruck gibt. Und die Kugel hier, die regelt eben den Wasserdruck, die ist da drinnen. Und durch den Wasserdruck, also wenn dann das Wasser andrückt, geht dann die zurück, weicht sie nach hinten und dann kommt dann erst das Wasser durch und wird dann mit dem Kaffee durchgepresst. Und wenn es jetzt zu wenig ist, dann ist die Crema schlecht, also fast keine. Und es schmeckt auch so schwach. Das könnt ihr natürlich so ändern. Ihr misst die Feder aus. Die haben meistens so 3,5 cm. Und dann tut ihr ein bisschen die Feder ziehen.
Ja, dann misst es wieder. Ja. Immer millimeterweise bitte verlängern, nicht auf einmal. Weil wenn ihr dann zu viel macht, passiert Folgendes. Der Druck wird viel höher, dadurch kommen dann die ganzen Bitterstoffe oder es kommen viel mehr Bitterstoffe mit und dann wird der Kaffee auch nicht nur, da gibt es einen gewissen Grad, wo er noch gut schmeckt und stärker wird und irgendwann ist dann dieser Grad überschritten und dann fängt das Ganze so bitter und säuerlich, also das wird viel, viel stärker. Also deswegen Vorsicht, 1 mm, dann wieder ziehen, 1 mm und so weiter, bis dann das Ganze zu viel wird, dann tut man das ein bisschen zurückziehen und dann habt ihr auch den Wasserdruck eingestellt. Das nächste, was passieren kann, ist, wenn ihr zu viel tut, dass irgendwann einmal die Wasserpumpe das Ganze nicht bewältigen kann und dann kommt überhaupt kein Kaffee mehr raus. Ja? Dann ist es zu viel. Was mir noch passiert ist, zum Beispiel bei der Seiko X-Mal, war die Feder komischerweise zu lang. Das heißt, der Druck, was die Feder gemacht hat mit ihren 3,5 cm, war zu lang. Also war trotzdem zu viel und der Kaffee war ziemlich ungenießbar und ich habe versucht vieles einzustellen, in Wassermenge verändern und so weiter. Es hat nichts geändert. Dann habe ich die Feder zusammendrücken müssen und sie wirklich, ich habe sie fast um 3-4 mm kürzer gemacht, also die war nur mehr fast 3 cm lang und erst dann hat der Kaffee geschmeckt. Das heißt, wenn ihr euch einen Kaffee kauft und die Kaffeesorte schmeckt euch nicht, dann verändert noch den Wasserdruck. Dann müsste es funktionieren. Okay? Dafür ist das Ding da. Immer messen und millimeterweise vergrößern oder verkleinern. Gut. Tun wir weiter. Kugel wieder rein. Feder rein. Dann achten wir darauf, wie wir das reingeben, dass es schön parallel ist. Und schrauben es an. Das ist natürlich ein Fehler, wenn wir es vorher einschrauben, weil sonst können wir es nicht rausnehmen. So, Feder wieder raus. Sieb zuerst rein. Sieb reingeschraubt. So, jetzt ist wichtig, zuerst einmal schauen, wie das Sieb reingehört. Deswegen vorher ein bisschen anlegen und schauen, wie das schön ausschaut. Das ist die richtige Richtung. Dann wieder Sieb rausnehmen. Das Ganze dann von unten rein tun. Stopp. Jetzt haben wir es wieder vertan. Wieder schauen. So ist es richtig. Da hinein, der muss einmal weg, da hinein und dann raufziehen. Und wenn ihr dann raufzieht, dann macht es Klick und dann ist es drin. Jetzt Kugel rein, Feder rein, das Stück hinein, es muss in Richtung Maschine zeigen, genauso wie die Nut, der Eingang. Und dieser Eingang zeigen alle Richtung Maschine. Reindrücken, reinschrauben und ihr seid fertig. Ich hoffe, das mit dem Wasserdruck bringt euch weiter. Weil ich finde, mit der Seiko kann man sehr, sehr viel einstellen. Und der Wasserdruck bringt auch schon einiges, was man geschmacklich verändern kann. Und eins ist klar, wenn ihr den Kaffee wechselt, müsst ihr auch die Maschine dementsprechend einstellen. Es funktioniert nicht, dass das einfach Kaffee wechselt und es schmeckt. Oder ihr habt Glück. Gut, das war's. Maschine ist fertig, also die Brüheinheit ist fertig. Viel Spaß damit und genießt euren Kaffee. Und vergisst nicht, eure Maschinen auch alle 3-4 Jahre komplett aufzumachen, innen zu reinigen, damit ihr keinen Schimmel und ja, Algen trinkt. Gut,